So Leute, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt das Zelt und die Fahrräder in die Sonne gestellt, weil hier in unserer Ecke ist noch ein bisschen Schatten. Das dauert noch ein paar Minuten, bis die Sonne rumkommt, aber die ist gerade dabei, rumzukommen. Wir sind hier nur hinterm Berg, das ist ein bisschen blöd. Ja, ich hoffe, das trocknet ganz schnell und dann können wir weiter. Wir haben eben noch ein Video aufgenommen mit dem Campingplatzbesitzer für seinen YouTube-Kanal, für den Campingplatz-YouTube-Kanal. Ja, wir können euch das ja mal hier einblenden. We was 72 days in Morocco, then we came back to Spain. Yeah, and then we cycle at the coast again. We were also in Gibraltar and cycle then mostly on the coast to Valencia, and from Valencia up to Madrid. And from Madrid we fly to Brazil. Bye bye. So, jetzt unbezahlte Werbung. Einfach mal eine Empfehlung, wenn ihr hier mal in der Nähe sein solltet. Ich weiß nicht, vielleicht bei dem einen oder anderen ist das vielleicht möglich. Kommt hierher, das ist echt schön. Richtig nette Leute, richtig cooler Campingplatz, alles funktioniert, alles super. Dieses Leben gibt uns wieder Herausforderungen. Das ist echt krass. Wir haben hier eine Steigung direkt hinterm Campingplatz. Also keine Ahnung, 50 oder 100 Meter weiter ging es direkt los. Und ey, das ist so krass hier. Das ist der Berg. Der ist gefühlt, keine Ahnung, 20% oder so Steigung. Da ist Ann-Kathrin, die kommt gar nicht mehr weiter. Ich kam auch schon fast gar nicht mehr weiter. Also das ging nur zentimeterweise weiter. Und dann musste man immer aufpassen, dass man hier bei dem Schotter nicht wegrutscht oder hinfällt. Ja, das wäre das Ende gewesen. Ich rutsche nur noch. Ich komme nicht mehr vorwärts, weil ich mit dem Fuß hier vorne kein Halten mehr richtig finde. Ja, deshalb machen wir das jetzt gemeinsam. Und let's go! War das der beste Berg, den wir je hatten? Auf jeden Fall super, super steiler Berg. Ja. Man hofft es nicht, aber dann kommt immer alles anders, als man erwartet. Hier ist der nächste Berg und das gehen wir jetzt ein bisschen cleverer an. Wir machen das gemeinsam pro Rad. Ann-Kathrin stellt ihr Rad gerade ab, dann schieben wir meins hoch, dann stellen wir meins oben ab, dann kommen wir wieder runter, holen Ann-Kathrins Fahrrad und schieben das hinauf. Und dann sind wir oben und hoffen, dass kein weiterer Berg kommt. Weit ist das ja nicht mehr bis zur Hauptstraße. Wir sind hier gerade bei dem nächsten Berg, der ist genauso bescheiden. Aber Ann-Kathrins Fahrrad ist schon oben und Ann-Kathrin hat gerade einen Affe gesehen, ne? Ja, der sitzt da hinten irgendwo im Baum. Vielleicht finden wir den gleich nochmal wieder. Sind das große Tiere? Nee, eher so ein bisschen kleinere, mit so einem Ringelschwanz hinten. So zweifarbig, so gestreift hinten der Schwanz. Ich weiß nicht, wie die Affenart heißt, aber sieht aus wie ein Affe. Leute, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber in diesem Video sind 3 Affen. Da ist einer, da oben krabbelt einer und da ist einer auf dem Ast. Die sind super klein. Ähnlich wie die von Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf hatte doch auch so ein kleines Äffchen. Leute, das ist kein normaler Baum. Oder mehrere normale Bäume. Das ist Bambus. Das ist Bambus. Wie krass. Wie hoch. Das sind locker 15 Meter oder so. Wie dick die sind. Oha.
Ah, schön. Jetzt genießen wir hier die Abfahrt. Um das eben mal einzuordnen, was wir gerade hinter uns haben. Wir haben jetzt 6,6 Kilometer hinter uns und 500 Höhenmeter. Das ist doch... Also, ich hoffe, ihr versteht jetzt, was wir eben hinter uns haben. Das war mega anstrengend. Am liebsten würden wir jetzt schon irgendwo einkehren und Pause machen. Wir haben es fast geschafft. Noch irgendwie 3,5 Kilometer oder so. Wir haben es jetzt 5:30, also 17:30 Uhr und wir haben gerade Sonnenuntergang. Richtig schön. So, wir haben hier noch kurz was an der Tanke gegessen. Wir haben da Tische und Stühle zum Hinsetzen. Sehr gut. Voll interessant. Hier laufen Hunde rum. Und nicht so wenig. Hallo? Ja, guckst mich komisch an, ne? Willst du mir Hallo sagen? Ja! Oh, du bist aber lieb. Oh, du bist auch lieb, ne? Hier. Und du? Hä? Willst du auch gestreichelt werden? Ja, auf jeden Fall sind da vorne Hundehütten aus Plastik. Da wohnen die wohl. Cool, oder? An der Tankstelle. Hast du sowas schon mal gesehen? Nö, nicht so viele Hundehütten auf einmal. Nicht mal in Marokko, ne? Nee. Ja, wir sind jetzt auf dem Campingplatz hier. Das war ein bisschen ungewohnt, weil hier war wieder ein Tor vorne, aber keine Klingel. Ja, und dann haben wir die einfach mal auf WhatsApp angeschrieben, aber haben keine Antwort bekommen. Haben erstmal gewartet, bestimmt 10 Minuten, ne? Ja. Ja, dann kam da noch so ein Motorhome, also ein Wohnmobil vorbei, so ein gemietetes. Und die wussten auch nicht, was sie machen. Und dann sind sie erstmal oben lang gefahren und kamen gerade wieder runter. Und dann hatten sie in der Zeit mit dem Besitzer hier telefoniert. Und dann hat er uns auch per WhatsApp geantwortet mit Good Night. Und wir so, wie jetzt? Good Night? Gute Nacht? Sollen wir jetzt da vorne vorm Tor schlafen? Nee. Aber das ist nur schlechtes Englisch. Das hatte sowas zu bedeuten wie Guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Ja. Auf jeden Fall haben die vom Wohnmobil dann das Tor aufgemacht. Also hätten wir auch selbst gekonnt. Wir wussten, dass das aufgeht, aber es hat sich für uns falsch angefühlt, da einfach so reinzuplatzen, weil da auch nicht stand von wegen einfach reinfahren und da lang zur Rezeption oder so. Ja, auf jeden Fall war das für uns ein bisschen komisch, da einfach das Tor aufzumachen, selbst wenn wir das gekonnt hätten, weil da nirgendwo stand, ja, bitte tretet einfach ein oder da lang zur Rezeption oder so. Das macht die wahrscheinlich wegen der Tiere, damit die Hunde, die hier rumlaufen, nicht raus können und die anderen Tiere, die draußen rumlaufen, wie die Hasen und so, dass die nicht so schnell reinkommen. Naja, jetzt sind wir hier drin, jetzt klären wir das gerade ab. Der Besitzer oder so hier vom Campingplatz ist gerade wieder abgehauen, weil er nicht so gut Englisch kann. Jetzt klären wir das über WhatsApp. What's your name? Yes. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier richtig gut geschlafen. Ich kann euch ja mal kurz den Campingplatz zeigen. Hier ist die große Wiese. Mehr gibt es auch nicht, außer da oben noch ein kleines bisschen Wiese und dieses große Gebäude, wo auch ein Pool hinter ist. Ja, wir haben gut geschlafen. Naja, also in der Nähe sind irgendwie 2, 3 Autobahnen oder Straßen und die waren ganz schön laut. Ja, und gestern Abend haben hier noch die Hunde irgendwas angebellt. Ich weiß nicht, ob die mit den Hunden da hinten irgendwo gesprochen haben oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall standen die hier immer an dem kleinen Bach und haben gebellt. Aber der eine war echt flauschig, wie so ein flauschiger Teppich. Genau, jetzt ist zwar auf der heutigen Etappe kein Campingplatz leider.
schön wär's. Also es sind ein paar eingetragen, aber die sehen jetzt nicht wirklich aus wie Campingplätze oder wie offizielle Campingplätze. Und wir kennen das aus Marokko. Wenn wir da ankommen, kann es sein, dass es die gar nicht gibt oder dass es sich um irgendwas anderes handelt. Wir werden schon irgendwas finden. In Marokko sind wir auch durchgekommen. Also wird das hier auch kein Problem sein. So, ich wurde gerade wieder gefilmt. Ann-Kathrin war zu der Zeit gerade irgendwie auf Klo oder so, ne? Ja. Ja, und dann wurde ich gefilmt und gefragt, wo ich herkomme und so weiter. Hi, Hi. from Alemanha. Alemanha. Que legal. Vieram da Alemanha? Avião? We cycled through Europe, through Madrid and fly from Madrid to Sao Paulo. Ah, sim. E as bikes? Ja. Oder wo wir herkommen. Und das wird jetzt, glaube ich, auch auf einem Social Media Kanal landen von dem Campingplatz hier. Es scheint so, als wenn die Campingplätze hier in Brasilien oder allgemein in Südamerika, wissen wir noch nicht, sehr aktiv auf Social Media sind. Auf jeden Fall haben wir Sticker ausgetauscht und ja, uns noch ein bisschen unterhalten, auch wenn das mit dem Englisch nicht so gut war, aber wir haben uns doch gut verstanden, ne? Ja. Ja, genau. Also die waren sehr begeistert von uns und wir auch von denen, weil denen gehört das große Raumschiff da. Ich glaube, das habe ich auch mitgefilmt. Damit wollen sie nächstes Jahr im August, wohin? Nach Europa. Nach Europa und dann quert euch Europa oder einmal um Europa oder so ähnlich reisen. Auch Italien und Deutschland und so weiter besuchen und immer weiter. Ja, wir haben auch gefragt, was das Ganze kostet, weil das ist ja kein kleines Auto. Ich glaube, das wird auch gar nicht in so einen normalen Container passen. Ich weiß gar nicht, wie die das verschiffen wollen. Auf jeden Fall soll das irgendwie über 11.000 Euro kosten. Ist auf jeden Fall schon einiges. Dafür müssen die erstmal eine ganz schöne Zeit in Europa rumradeln, dass sich das wieder rentiert. Ja, aber anscheinend haben sie ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, was die beruflich machen. Ja, gut. Aber wieder nette Leute kennengelernt und jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben unseren Warm Shower Host aus Curitiba gefragt, wie das so ist. Und er meint, ja, Tankstellen Tankstellen generell könnte man machen, könnte man nachfragen, das ist eine gute Option. Also haben wir da nochmal eine Bestätigung. Dann machen wir das nachher mal irgendwo, ne? Ja, Bei Campingplatz, wie gesagt, haben wir jetzt nicht auf der heutigen Tour. Und Bauernhöfe kennt er sich jetzt nicht so aus, also hat er noch nicht gemacht. Er ist ja auch selber Radreisender und kennt die Region hier. Aber er findet das eine gute Idee und ja, könnte man auch zur Not nachfragen. Wir werden schon ein Plätzchen finden heute Abend, ne? Ja, und bisher waren die Brasilianer ja alle sehr nett und zuvorkommend Sehr uns nett. gegenüber. Ja. So, wir sind hier jetzt in Ibuana und wir wollten euch kurz die Kirche hier zeigen. Die ist doch wunderschön, oder? Übrigens, hier ist auch wieder so ein Überwachungsturm oder Mast. Das hatten wir in einer anderen Stadt oder in einem anderen Dorf schon mal gesehen. Das ist von der Polizei. Die überwacht hier ein bisschen die Situation. Ja, genau. Jetzt geht's weiter Richtung Piedade, ne? Genau. Ich mache jetzt noch ein Foto von der Kirche. So, da vorne ist irgendwie eine Baustelle. Zeit, um mal ein bisschen über die Autos hier zu reden, oder? Also, ganz wichtig, VW Käfer sehen wir täglich, ganz oft, ne? Ja, aber ich finde die Trucks, die da vorne sieht man noch öfter. Ja, diese Langhauber-Trucks, die sieht man auch oft. Warte, der fährt da hoch. Ansonsten haben wir auch viel VW und Mercedes und Iveco und so. Aber nicht halt mit diesem Planaufbau hinten auf dem Trailer, sondern halt mit diesem Wellblech, wie man das aus Südamerika halt kennt. Und das Besondere hier bei den LKWs ist, die haben hinten eine starke Federung, sodass die immer ein bisschen höher sind. Keine Ahnung, 20, 30 Zentimeter. So dass, also ich denke mal, dass das so ist, wenn die hinten viel Gewicht drauf haben, dass das dann trotzdem noch gut federt.
Aber es sieht immer so aus, als wenn das irgendwie so Renn-LKWs sind. Und was ich noch ähnlich finde zu Marokko sind die Motorradfahrer. Weil egal wo die langfahren, die wollen immer sich irgendwie durchschlängeln. Das war ja in Marokko auch schon so. Und die hupen dann einmal davor. Ja, aber wie gesagt, der Unterschied hier ist, die tragen alle einen Helm. In Marokko war das nicht so. Da haben die ungern einen Helm getragen. So Leute, wir sind jetzt hier bei einem Hotel. Fragen da mal nach. Stehen wieder hier vor so einem Tor. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, es geht auf. Oh, geil. Das wäre ja super, wenn es funktioniert, ne? Wir waren eben schon an der Tankstelle, aber der Typ hat abgelehnt, also der Tankstellenmitarbeiter da. Und war auch offensichtlich eigentlich, dass da kein geeigneter Platz ist. Drumherum war noch irgendwie ein Restaurant und eine Autowerkstatt und so ein Kram. Naja, wir hoffen jetzt, dass das hier klappt. Schauen wir mal. Ja, das war nichts mit dem Hotel, ne? Also Ja. Wir sind da rein und dann stand oben so ein Typ an seiner Eingangstür und wir dachten, ja, das muss der sein, der uns da reingelassen hat, weil sonst war ja keiner da. Ja, aber Naja, der wäre schon irgendwie ein bisschen unfreundlich. Also der kam gar nicht irgendwie näher, hat dann nur Portugiesisch gesprochen, haben wir natürlich nicht verstanden. Haben wir dann versucht, irgendwie ihm klarzumachen, dass wir kein Portugiesisch können. Und ja, dann haben wir versucht, ihm das auch zu übersetzen auf Portugiesisch mit einer Übersetzungs-App, aber da hat er uns irgendwie komplett ignoriert und einfach uns übertönt mit seiner Stimme. Und dann bin ich nochmal dahin, habe mein Fahrrad an die Seite gestellt, habe ihm das nochmal als Text gezeigt, dachte, okay, nochmal ruhig und freundlich, vielleicht hat er uns einfach nicht verstanden, kann durchaus sein. Und ja, der war aber relativ unfreundlich, hat sich dann gefragt, ob es dann eine Übernachtungsmöglichkeit gibt, hat er direkt No, also Nein gesagt und den Kopf geschüttelt. Und dann hat er nur noch Bom dia gesagt. ja, genau. Dann sind wir wieder raus. Er hat uns rausgelassen, also ein Tor wieder aufgemacht. Gegenüber sollte eine Ranch sein, aber da war tote Hose. Ja, da Dann war sind- nur ein Hund mehr dann- am Essen haben. Ja, auf jeden Fall sind wir dann weiter. Die Dämmerung war voll im Gange. Wir hatten noch ein paar krasse Höhen. Immer schieben, schieben, schieben. Und ja, eigentlich ist hier nichts weiter in der Nähe. Das ist ja das Problem. Wir hätten vielleicht früher losfahren sollen, keine Pause machen sollen und Gas geben sollen bis in die nächste größere Stadt. Das hätten wir vielleicht geschafft, aber naja. Gut, dann war es dunkel und wir ziemlich verzweifelt. Vor allen Dingen, weil die Autos und LKW-Fahrer hier ja nicht so respektvoll sind wie in Spanien. Überhaupt nicht. Teilweise oder oft sehr, sehr gefährlich, wie die fahren. Und ja, dann sind wir hier zum Tor einer Urbanization. Da haben wir dann nachgefragt, ob es hier irgendwie in der Nähe Möglichkeiten gibt. Dann hat Ann-Kathrin nochmal mit denen gesprochen. Dann hat Ann-Kathrin mit irgendjemandem telefoniert und jetzt sind wir hier gelandet in einer Hütte von einer Familie und dürfen hier unser Zelt aufschlagen oder auf der Couch schlafen und Essen kochen und das Badezimmer benutzen, wo sogar eine Dusche ist. Voll cool, ey. Wie kam es denn dazu? Ja, also ich bin ja dann nochmal zum Tor gegangen, habe schon mitgekriegt, okay, der ist vom Personal, der telefoniert schon mit irgendjemandem und ich habe Bicicleta gehört, dachte mir so, okay, das können eigentlich nur wir sein. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, wie das Gasthaus denn heißt, was Nico empfohlen worden ist. Und ja, dann haben die mir irgendwie einen Namen gesagt und dann meinte die so aber noch am Telefon, okay, die sind sich aber unsicher, ob da was frei ist. Dann habe ich gefragt, ob die da nicht nochmal anrufen können, irgendwie das rausfinden können, ob da wirklich jemand ist und ob die noch ein Zimmer oder irgendwas frei haben. Und ja, das haben die dann auch gemacht, haben hin und her telefoniert mit den diversen Hotels und was weiß ich nicht für Unterkünften und haben rausgefunden, dass die irgendwie alle voll sind, alle besetzt sind in der Umgebung. Und ja, dann haben sie weiter überlegt und meinte schon eigentlich, okay, die haben jetzt keine Möglichkeit, wir müssen selber irgendwo
wissen auch nicht, wo wir schlafen sollen. Da habe ich nochmal gesagt, okay, wir haben aber auch ein Zelt dabei. Wir brauchen eben nur irgendeinen sicheren Platz, wo wir das hinstellen können. Und dann hat sich die Situation nochmal ein bisschen verändert. Dann hat sie nochmal irgendwie mit dem Typen vom Sicherheitspersonal gesprochen und ja, dann gab es jetzt die Möglichkeit, hier in diesem Haus vom Sicherheitspersonal zu schlafen, weil die konnte dann wiederum Englisch sprechen. Ja. Aber war nicht erst die Rede von einem Garten? Ja, eigentlich habe ich verstanden, dass man hier im Garten schlafen soll, aber irgendwie dürfen wir jetzt im Haus schlafen. Auch gut. Aber der Weg vom Gate, also vom Tor bis hierher, war dann auch nochmal eine richtig krasse Nummer. Also, ja, so frei von Höhenmetern, wie wir eigentlich dachten, so Flachland, das trifft jetzt doch nicht so auf Brasilien zu. Zumindest auf Südbrasilien, wo wir hier gerade sind. Naja, auf jeden Fall, ja, wieder erstaunlich, wie aus so einer verzweifelten Situation sowas Gastfreundliches werden kann. Und wir hoffen, dass wir hier richtig gut schlafen können. Und dann geht's morgen weiter. Und dann hoffen wir auch, dass wir die nächsten Tage eine gute Unterkunft haben.